wie ist es möglich, dass ein weißer Mann so viel, Entschuldigung, rassistische und sexistische Kackscheiße rauslässt und er wird gewählt? Wir müssen einfach, ja, oh Gott, was müssen wir tun? Wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen auf jeden Fall enger zusammenarbeiten. Also die Communities of Color hier in Deutschland müssen enger zusammenarbeiten. Dass noch mehr Leute sich denken werden, man muss wirklich was gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus machen. Also meine Verantwortung liegt eher daran, in die Zukunft gerichtet. Dafür zu kämpfen, dass das, wofür Trump in den USA steht, keinen Platz in Europa hat. Also ich glaube, dass es wirklich zeigt, dass wir Sachen noch mal ernster nehmen müssen. Ausgrenzung, es ist Hass, es ist Rassismus, sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der strukturellen Ebene. So viele Angriffe auf Geflüchtetenheime, Menschen, die um ihr Leben bangen, und jetzt in den USA, wo Leute sich fragen, die dort geboren sind, die Native Americans, die de facto aus diesem Land kommen, die überlegen, soll ich jetzt dieses Land verlassen? Es ist traurig, aber das ist leider das, was die Allgemeinheit denkt. Es gibt kein Vertrauen mehr. Die Menschen wollen sich gar nicht mehr dafür interessieren. Ich glaube, das Konzept Demokratie scheitert. Und deswegen, weil die Menschen sich nicht mehr dafür interessieren. Wir müssen alle als Gemeinschaft, als Gesellschaft dafür arbeiten, dass es funktioniert. Wir müssen es retten. Diese Zeiten machen mir Angst, ist, was ich in letzter Zeit sehr oft höre. Wie soll das alles nur weitergehen? Ich verstehe das alles nicht. Fragend schaut man mich an und sucht hilflos nach Antworten. Fassungslosigkeit mischt sich mit Entsetzen und Unsicherheit, und das führt zu Angst. Wir müssen jetzt handeln, alle zusammen, kein Wir und Sie mehr, höre ich nun auch öfters. Während ich nur müde lächeln kann und mir denke, späte Einsicht ist auch eine Einsicht, ertappe ich mich in letzter Zeit immer öfter beim Empfinden einer gewissen Genugtuung. Endlich bin ich nicht mehr die Einzige, die Angst hat. Die sich um die Zukunft sorgt, um ihre Zukunft, um unsere Zukunft. Auch wenn ich trotz allem noch zu jenen gehöre, mit deren Identitäten Politik gemacht wird, deren Existenz dafür instrumentalisiert wird, Hass zu generieren und irrationale Ängste zu schüren, damit man endlich im Bundestag landet oder in anderen Fällen eben auch dort bleiben kann. Auch wenn ich zu jenen gehöre, die sich nicht in den Massen verstecken können und trotz allem in den entscheidungsträchtigen Positionen unsichtbar sind. Auch wenn diese Angst, die ich empfinde, etwas Grundlegendes hat und sich aus Konstruktionen zusammensetzen, denen ich machtlos gegenüberstehe und die sich nicht selten in psychischer, aber auch physischer Gewalt niederschlagen. So wünsche ich doch niemanden auch nur ansatzweise diese Angst fühlen zu müssen. Denn diese Angst frisst sich in deinen Geist, raubt dir deine Kraft, macht dich regungslos, machtlos, greift tief in dein Selbstbewusstsein ein und zwingt dich manchmal trotz allem weiterzumachen. Weil du an die Zukunft denkst und die nächste Generation. Vor kurzem äußerte ich vor meinen Eltern den Wunsch auszuwandern. Meine Mutter gab einen entsetzten Laut von sich. Wir sind hierher gekommen, euretwegen, damit ihr es besser habt. Alles haben wir dafür zurückgelassen, für euch. Und jetzt? Willst du gehen? Und ich verstand, dass in diesem Entsetzen meiner Mutter auch eine große Enttäuschung mitschwang. Unsere Elterngeneration befreite uns von der Angst der Instabilität ihrer Heimatländer. Daraus wächst dann auch die Verantwortung gegenüber genau dieser Generation, da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Aber diese Verantwortung hinterlässt trotz allem mein Wir und die anderen im Hinterkopf. Wir, die wir es besser haben als unsere Eltern, aber trotz allem nicht sind wie die anderen, die genau diese Biografie und damit auch Verantwortung nicht haben. Und jetzt blicke ich um mich und sehe junge Menschen, die in die Umbrüche dieser Zeit
Angst machen. Die Ideale vergangener Generationen sich zusammenbrechen sehen und die Bedeutung des Wortes Werte gar nicht mehr verstehen. Ich wünsche niemandem diese Angst. Und trotz allem fühle ich einen kleinen Hauch von Genugtuung. Anscheinend ist nämlich das heutige Empathieempfinden mehr denn je an Selbstbetroffenheit gebunden. Vielleicht bietet genau diese Angst ja, entgegen der bisherigen Erfahrung der Menschheitsgeschichte, endlich die Grundlage für eine neue Erkenntnis. Um etwas zu ändern, brauchen wir ein geschlossenes Wir. Und für dieses Wir brauchen wir die bedingungslose Anerkennung der gegenseitigen Realitäten, ohne abwertende Abstufung. Und mit diesem Wir kann diese Angst der jungen Generation der Nährboden für eine neue Realität sein, in der Empathie nicht an Selbstbetroffenheit gebunden ist und der Satz "Wir müssen jetzt handeln" rechtzeitig fällt.